bist du so winterlich angezogen? Robert, ja, minus 16 Grad. Schau mal, du hast auch einen richtig schicken Pulli an. Natürlich, natürlich. Minus 16 Grad haben wir nämlich am Start. Denn Leute, heute geht es nämlich so ein bisschen um Querfahren. Aber mal ganz kurz, Robert, wie hast du mich schon wieder zugeparkt? Sag mal. Hey, du stellst dich aber auch an. Wie soll ich denn da in das Auto jetzt überhaupt reinkommen? Ja, du, keine Ahnung. Ist ja kein Stress, oder? Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Du bist der dürre Hund. Aber ich würde nämlich eher sagen, den Continental GT, auch wenn der richtig, richtig geil quer geht und vor allem richtig geil im Schnee zum Fahren ist, werden wir heute den M5 nehmen. Warum? Weil, Leute, wir sind gemeinsam mit Michelin bei der BMW Driving Experience hier in Sölden unterwegs und wir werden heute so richtig aufreißen. Ne? Und deswegen haben wir natürlich von BMW verschiedene Modelle am Start, wie M2 CS, M3 Touring, M4, wir haben i7, i4, was haben wir noch alles mit dabei? XM, X5. 420D. Aber wir haben uns gedacht, komm, wir wollen hier unser schönes Kfz mitnehmen, den M5 Touring. Die anderen Leute fahren nämlich gleich mit den Taxis bzw. dann mit den Pistenraupen ganz hoch zum Gletscher und wir werden so richtig schön mit unserem M5 da hochfahren und werden dann die anderen gleich wieder treffen. Aber noch mal ganz kurz, wir haben ja hier nämlich schöne Michelin-Reifen am Start. Und das sind nicht einfach irgendwelche, sondern die schönen Pilot Alpine 5 Reifen. Das Wichtige aber dabei ist, Leute, dass wir hier nämlich den Stern haben. Und Stern bedeutet, das sind die markierten Reifen von Michelin, bedeutet speziell auf den M5 abgestimmt. Wir werden später auf das Thema noch mal genauer eingehen. Aber ich würde sagen, wir verlieren gar nicht weiter Zeit. Wir fahren jetzt den M5 raus und dann reißen wir mal so ein bisschen auf, oder? Ballern wir hoch, aber das Wichtigste, die Strecke ist abgesperrt und nur für uns. Genau, so sieht's aus. Auf geht's. So, das heißt, jetzt würde ich mal sagen, jetzt gehen wir mal hier in unseren schönen Setup-Modus. Und Leute, wie ihr sehen könnt, wir haben hier MX Drive. 4WD, 4WD Sport und 2WD. Deswegen, jetzt würde ich mal sagen, jetzt machen wir hier erstmal schön das DSC aus. Dann können wir hier wieder ins Setup gehen und dann sind wir jetzt halt hier im 2WD-Modus erstmal unterwegs. Robert, du hast ja jetzt super hinten geparkt. Geparkt? Gepackt? Ja, nein, das gehört so, alter Schwede, Mann. Du musst schon sagen, der M5 ist schon schnell. Schon richtig schnell. Das Ding ist ein Biest, Mann. Du merkst halt einfach mit dem Elektro-Punch. Bitte, bitte. Oh, da hinten haut's alles rum. Jetzt sind wir Kopfhörer. Ach nee, da sind meine Kameras. Fuck. Ja, du hast es reingepackt. Ja, nein, das müssen die aushalten. Also du merkst, 2WD ist ja definitiv sehr aggressiv hier. Aber du kannst dich trotzdem kontrolliert spielen. So, und jetzt würde ich eben mal sagen, du merkst, Traktion ist eher wenig da. Deswegen jetzt würde ich mal sagen, jetzt gehen wir noch mal in 4WD Sport. Bedeutet, jetzt haben wir den Allrad wieder mit dazu geschalten, aber das Ganze spielerisch auf Heckantrieb. Und ist jetzt schon warm? Nee, mir ist schlecht. Bitte. Oh Gott, Junge. Da sind Pfosten, gell? Was du natürlich ein bisschen merkst, ist das Gewicht. Das merkst du schon ein bisschen. Dritte Welle. Oder ich kann nicht hinschauen. Aber du kannst ihn so schön einpendeln. Siehst du, längst hier schön um. Da darfst halt nur die Länge und die Breite und das Gewicht von dem Auto nicht vergessen. Aber sonst ist der von der Balance her perfekt. Schau dir das mal an. Du kannst hier richtig schön die Drifts ziehen. Sogar schön in der vierten Welle. So, und jetzt danach, da geht's jetzt richtig nämlich gleich hoch, Robert. Und? Also was, das war noch nicht alles? Nee, jetzt kommen wir erst zur Schranke hin. Jetzt geht's erst richtig los. Alter, speit mich wirklich an.
So, Robert, jetzt geht's richtig los. Was meinst du mit jetzt geht's richtig los? Ach du, was mache ich hier nur? Ich meine, du könntest ja auch normal gerade fahren, aber du, also kein Stress. Das wäre ja langweilig, oder? Das Problem ist halt echt, das Auto ist so lang, ey. Ja, das ist brutal lang, wirklich. Schau mal, hier 4. Welle komplett durch. Also da links geht's voll runter, gell? Nur, Ja, ich weiß, ich sitze hier auf der linken Seite, Robert. Ja, also wenn wir da runterfliegen, dann sind wir beide dran. Schau mal, jetzt sind rechts sogar die Mauern. Boah! Boah! Alter, ist das rutschig! Junge, also hier merkst du schon, hier wird es ein bisschen rutschiger, ehrlich. Mei, was ein Panorama. Boah, da rechts ist alles nur Eis, Mann. Wolltest du mal gesagt haben. Das ist perfektes Aufwärmprogramm für die Driving Experience jetzt gleich. Speibt mich gleich so voll. Fährst du hin, Mann? Ich muss ihn ja irgendwie reinsetzen bei der Größe. Da kommt eine Kurve. Boah, ich bin voll auf der Bremse. Ich glaube, wir haben kurz hier, siehst du, Allradsystem. Jetzt sind wir im 2WD. Was das Allradsystem zerlegt. Jetzt wird's, ich glaube, jetzt wird der Allrad ein bisschen zu warm. Ja? Das Differential ein bisschen zu warm. Traktionskontrolle ist nämlich an, jetzt auf einmal. Ja gut, du musst ja halt nicht wieder ausmachen. Ah, jetzt sind wir nur noch in Heckantrieb. Und da schaltet sich jetzt CSC wieder an. Ja, ist doch, glaube ich, besser so. Ich meine, ihr müsst jetzt überlegen, die Höhe, die wir jetzt halt schon gefahren sind, aber dafür performt das Auto brutal. Also wirklich brutal. Ein paar Sekunden später. Ah, schau, jetzt geht's schon wieder. Das haben wir schon wieder abgekühlt. Können wir schon wieder in 4WD Sport und können wir auch schon wieder aufreißen. Robert, du hast es gleich geschafft. Wir sind gleich oben. Ja, entweder sind wir oben oder unten. Auf der Mittelstation sind wir jetzt dann gleich angekommen. Was heißt Mittelstation? Hier, da wo die Gondel ist. Ja, aber geht's doch noch mal weiter hoch, oder was? Vor allem, weißt du, was ich sagen muss? Ich würde mich hier im Sommer mit dem GT3 mal richtig sehen. Hey, ich bin einfach zu alt zum Mitfahren. Ah, du merkst schon, hier oben ja, ist schon deutlich rutschiger. Also, Ja, glaubst du, wir sind ready, Robert, für die Driving Experience? Ich muss da vorne einmal speiben gehen, aber dann sind wir ready. Ja, ich glaube, jetzt sollten wir dann gleich angekommen sein. Die haben gesagt, wir sollen dann oben links abbiegen irgendwo. Ja, bei der Dingstation da wahrscheinlich. Boah, schau mal, die kannst du noch richtig schön ziehen. Alter! Und jetzt hier einmal kurz Bremse antippen und wieder umsetzen. Hast du schon mal gemacht? Nee, das erste Mal. Krass. So, ich glaube, wir sind angekommen. Wie geil ist das bitte? Einfach hier sind wir gerade den Berg einfach hochgeballert. Alleine. Wie sick ist das bitte, Leute? Und ganz ehrlich, wie gut performt dieser M5 Touring? Aber das dank nur den Reifen. Die Reifen machen so viel aus. Eben hier die Michelin Alpine 5 Reifen mit dem Stern markiert. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied zu den normalen Reifen. Wenn von der Lauffläche ist, wurden so viele Themen angepasst an den Stern markierten Reifen. Das macht einen riesen Unterschied. Und hier geht es nämlich weiter, Leute. Denn hier sind auch die ganzen Fahrzeuge von der BMW Driving Experience, nämlich auch mit den Michelin Alpine 5 Reifen ausgestattet. Und
Da im Eck? Ja, da hinten haben wir noch einen M5 Ja, Touring. aber auch in lila. Ja, aber der ist nicht frozen, Robert. Ja. Da haben wir ihn in glänzend. Alter, die haben uns nachgemacht, Mann. Aber krass, was das... Warte mal, lass mal ganz kurz aussteigen, was das für einen Unterschied macht. Weil das müsste ja eigentlich dieselbe Lackierung sein, wenn man jetzt mal überlegt. Hier haben wir einmal matt und hier haben wir einmal glänzend. Aber allein, was das, Leute, schon mal für einen Unterschied macht. Wir haben hier den kompletten Heckdiffusor von M-Performance komplett in Carbon. Hier hier den Frontspoiler in Carbon, Seitenschweller in Carbon, Heckdiffusor auch komplett von M-Performance in Carbon. Und ja, Leute, wir sind hier jetzt angekommen bei der BMW M Driving Experience und werden jetzt hier schön mit den schönen Michelin-Reifen so richtig schön aufreißen. Und hier sehen wir es auch noch mal ganz kurz. Stern markiert bedeutet, der Reifen ist speziell hier für den M5 abgestimmt. Dasselbe gilt auch eben hier für den M4. Wir haben ja schon mal den Test auf der Rennstrecke gemacht und es ist ein riesen Unterschied, Leute. So, Robert, jetzt fahren wir das Ganze nochmal runter, dann fahren wir nochmal hoch, weil die anderen fahren mit der Pistenraupe hoch. Ich glaube, das dauert nämlich ein bisschen, bis die da sind und wir brauchen noch ein paar Außenaufnahmen. Digga. Alles klar, wir reißen auf. Alter. Ich kann ja gar nicht filmen, wenn du so fährst. Wieso? Ja, weil du wieder so einen Schmarrn fährst. Ja, wie immer halt, oder, Robert? Ja, deswegen sind wir jetzt hier bei der Driving Experience, dass du mal fahren lernst. Damit ich mal ein bisschen fahren lerne, so sieht's aus. Denn Leute, wie ihr da vorne schon schön sehen könnt, ist hier ein schöner Slalom-Parcours aufgebaut, wo wir ein bisschen querfahren dürfen. Es ist schon verrückt, weil du bist halt einfach hier mitten in einem Skigebiet, hier in Sölden. Ne? Ich sage eigentlich, jeder sollte das einmal gemacht haben, wenn er die Möglichkeit dazu hat, weil du lernst einfach so viel, weil es geht ja hier am Ende des Tages, es geht ja wirklich um Sicherheit, ja. Also, und das natürlich mit einem extremen Spaß. Können wir schon einen guten Winkel aber drauf, du. Ich wollte gerade sagen, wo fährst du denn? Und das ist halt einfach so geil, weil du hier nämlich so richtig schön das Lenken mit dem Gas das Gefühl hinbekommst. Da hinten ist dann einmal der U-Turn. Wo? Hier jetzt. Vor dem roten Hütchen oder danach? Ah, doch, Ne, hier da dazwischen. Da merkst du wieder, wir sind mit der AIDA unterwegs, ey. Ist das mal ja. So. Und dann geht das natürlich auch den ganzen Tag mit Ausweichmanövern und sonstigen. Oder Robert, was gibt's noch alles? Ausweichmanöver, Slalom, Notbremsungen. Dann gibt es noch einen Rückwärtsdreher. 180 Grad. 180 Grad. Und dann, wenn du dich da vorhin stellst und man ausweichen muss, oder? Ja. Da bremse ich leider immer ein bisschen zu spät. Nee, bei mir einfach reinfahren, scheiß drauf. Das ist vorbei. Also ja, wird sehr viel hier bei der BMW M Driving Experience geboten, gemeinsam mit Michelin. Und ja, reißt mal wieder ein bisschen auf, oder? Würde ich sagen. Definitiv. Robert, Ja? meinst du, die haben das im Griff? Ja, sieht schon danach aus. Ja? Schön M3 Touring. Hier schön M4. Das sieht aber noch nicht so ganz so ideal aus. Ja, jetzt kommt der ET1 reißt auch auf. Wusstest du, Robert, dass wir uns hier am höchsten Punkt in Europa befinden, wo du mit dem Auto hinkommst? Echt? Ja, Leute, zieht euch mal hier diese Aussicht rein. Bei der BMW Driving Experience gemeinsam hier, warte, Wo hier? links drehen. Achso, Mit Michelin, ja. das ist saugeil. So. Ja, das sieht ja schon mal hier ganz entspannt aus. Der ET1 aber hier hat aber ein bisschen Untersteuern noch. Was ist da los? Das sieht doch schon besser aus jetzt. Oh, leck! Das ist kalt. Boah, jetzt übernehme ich ja auch noch deinen Job, ey. Gott sei Dank. Hä? Hey, nur ganz kurz, du weißt, dass du mit dem Auto auch übersteuern kannst, nicht nur untersteuern, ne? Also du musst ESP musst du ausmachen, ja? Und dann einfach aufs Gas drauf. Okay. Also ich möchte jetzt ein bisschen was sehen, okay? Schneid mal den Robert ein bisschen ein. Oh, das sieht doch schon solide aus. Oh. Robert, kannst du jetzt mal filmen? Nee. Warum muss ich denn das machen, hä? Schau mal mich schon wieder an hier. Oh, jetzt kommt aber weit raus. Oh, jetzt kommt er. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Das sah schon besser aus. Ja, das zählt. Hast du im Griff. Okay, würde ich sagen. Jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran. Ja klar, Robert, schmeiß dich rein. Jetzt mach du das mal. Aber ich filme das von außen. Du musst arbeiten. Nein, das machst du jetzt schon. Komm, auf geht's. So. Jetzt schmeiß dich rein. Nein. Komm, okay, ich mach's einmal und dann mach du es, okay? Du machst. Alles klar. So, jetzt bin ich mal gespannt. Robert, alles klar? Ja, das ist logisch, selber. Muss.
Mutig. Oh, Junge. War das schon alles? Jetzt bist du dran. Du musst noch mal ein bisschen üben, glaube ich. Hä? Du musst noch mal ein bisschen üben, Ich muss glaube noch ich. mal ein bisschen üben. Ja. Du merkst Riesenschrank. Komm, ich mach noch mal einen. Ja, komm. Das war noch gar nichts, Mann. Jetzt reißt du mal auf. Ja, viel zu bestimmt. rutschig. Bestimmt. Viel zu rutschig, das kannst du vergessen. Irgendwann später. Okay, Robert, geht rein. Robert, take it easy. Mach mal das Fenster auf. Warte ganz kurz. Ja, mit Fenster offen. Was? Mit Fenster offen und Hand raus. Ja. Aber mach entspannt. Alter. Und jetzt aufs Gas. Und jetzt lenken, ja. Und rum. Alter, jetzt kommt das schon, jawohl. Ja. Oh. Junge. Es geht schon. Easy. Junge. Hey, bist du schon in 2 WD? Ja? Bist du schon in 2 WD? Ja. Okay, geht schon. Jetzt aufs Gas. Gas, genau. Jetzt wieder rüber. Oh. Drauf auf die Lunder, du. So, noch mal probieren. Ja, aber da musst du dann richtig draufhalten noch. Hey, ich muss doch auf den Instructor hören, nicht auf dich. Ja, ich bin doch der Instructor. Junge, Mann, ich finde gut, dass alle an mich glauben. Drauf. Und jetzt rüber, genau. Das sieht doch gut aus. So, danke. Easy. Ja, das war was. Sah gut aus. War halb so wild. Hab ich mir vorgestellt. Geil, Mann. Alle glauben an mich. Und hat sich doch gar nicht so schlecht geschlagen, oder? Bob, er hat das durchgezogen. Schon, oder? Die Mütze Fürs- ändert alles. Ja, fürs erste Mal. Wie war's Ja. vom Gefühl her? Es war besser als gedacht. Hast du gemerkt, dass das markierte Reifen sind? Hast du den Unterschied habe ich gemerkt? definitiv gemerkt. Du merkst, was du da für ein Grip-Level hast, oder? Ja, deswegen, ich bin nicht so oft eingedreht, wie ich dachte. Weil Ja. manchmal hat er schon so zu viel gehalten, als ich eigentlich wollte. Ja. Der Grip war zu viel. Soll ich jetzt mal eine Runde noch aufreißen? Ja, jetzt machen wir mal den Vergleich. Ja, mach mal. Alles klar. Komm, jetzt schauen wir mal, was der Typ kann. Er ist am Kämpfen, Er ist am Kämpfen. Man muss sagen, mit dem M5 ist auch nicht so easy, wie man denkt. Das ist halt schon echt ein Schlachtschiff. Ja, das ist schon gut. Dreh mal ein bisschen auf noch. Junge. Kann jetzt ja nicht mehr weiterlaufen. Boah! Alter! Stark. Klär mal das Auto ab. Erzähl, wie geht's dir? Ja, bestens, Robert. Wie geht's dir? Das war geil. Erfolgreicher Tag geht zu Ende, oder? Boah, schön. Ich würde mich jetzt hier noch ein bisschen beim Skifahren sehen. Nee, danke. Bei dem Wetter. Das wäre eigentlich jetzt halt nicht schlecht. Aber Du könntest das Auto lieber waschen. dafür sind wir erfolgreich mit dem Auto gewesen. Ja. Ne? Aber ich muss sagen, das war schon sehr, sehr geil. Gemeinsam hier mit Michelin bei der BMW M Driving Experience. Aber was man halt einfach extrem festgestellt hat, ist nämlich das Thema die Reifen, Leute. Weil wir haben es ja auch schon mal auf der Rennstrecke explizit getestet, damals mit dem M4.
zwischen einem markierten Reifen mit dem Stern, wie es bei den BMW-Modellen ist, und dann dem normalen Pilot Sport 4S. Deswegen sage ich immer wieder, Leute, wenn ihr euch für euer Fahrzeug einen neuen Sommerreifen oder einen neuen Winterreifen holt, achtet darauf, dass das ein markierter Reifen ist. Ja? Wie jetzt eben bei BMW ist es der sogenannte Stern, den wir hier an der Seite sehen können beim Pilot Alpine 5 Reifen, weil einfach allein schon die Langlebigkeit, Grip-Level, generell die Performance oder eben dann auch wirklich hier das Thema Traktion. Der Reifen ist explizit wie jetzt hier auf den M5 abgestimmt. Wenn wir jetzt hier einen normalen Alpine 5 Reifen drauf montieren würden, dann hätten wir bei weitem nicht diesen Grip, diesen Spaß und vor allem eben nicht diese Langlebigkeit, denn man muss am Ende des Tages, muss man ja sagen, wir haben hier mit der Elektropower bis zu 1000 Newtonmeter, bedeutet, es wirken extreme Kräfte auf den Reifen. Und das hat man heute wieder extrem gut festgestellt, wie gut Michelin hier diesen Reifen entwickelt hat. Ich finde es immer wieder faszinierend, denn Leute, man muss ja mal überlegen, was das für ein Kostenfaktor ist. Dass du sagst, okay, du hast jetzt hier den Alpine 5 Reifen, aber am Ende des Tages hat dieser Reifen gar nichts mehr damit zu tun, weil der eben hier explizit auf das Fahrzeug abgestimmt ist. Und das ist für mich wirklich faszinierend, wie gut das Michelin hinbekommt, ohne irgendwelche Kosten zu scheuen. Deswegen, Leute, ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Testet das und ihr werdet sowas von begeistert sein. Robert, ich würde sagen, Jo, wir reißen jetzt wieder auf. nach Hause. Nach Hause? Endlich. Was machen wir denn eigentlich jetzt? Fährst du es mit dem M5 nach Hause oder ich? Ja, ich muss den noch waschen, deswegen nehme ich den jetzt mit. Okay, alles klar. Tanken darfst du ihn auch gleich wieder. Digga. Leute, wir sind raus. Grüße gehen raus an Michelin und vor allem an die ganzen Instruktoren der BMW M Driving Experience. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.